Hallo und willkommen. Schön, dass du heute dabei bist. Mach es dir bequem. Heute geht es um die Steuererklärung. Dieses Thema wirkt oft schwer. Es gibt viele Formulare. Es gibt Zahlen, Fristen und lange Wörter. Doch wir machen alles langsam. Wir gehen Schritt für Schritt. Du musst nichts auswendig lernen. Du musst auch nicht jedes Wort sofort verstehen. Höre einfach zu. Ein Satz kommt nach dem anderen. Manchmal hörst du ein neues Wort. Dann folgt ein Beispiel. Später kommt eine kurze Frage. So bleibt die Sprache praktisch. In unserer Geschichte begleiten wir David. David arbeitet in Köln. Er hat das ganze Jahr als Angestellter gearbeitet. Nun möchte er seine Steuererklärung vorbereiten. Er möchte Unterlagen sammeln. Er möchte Angaben prüfen. Später möchte er den Steuerbescheid verstehen. Es gibt auch ein kleines Problem. Eine Quittung fehlt. David bleibt ruhig. Er sucht nach einer Lösung. Atme ruhig ein. Atme langsam wieder aus. Jetzt beginnt die Geschichte. Erst. David denkt zum ersten Mal an die Steuererklärung. Es ist ein ruhiger Samstagmorgen. David sitzt in seiner Küche. Auf dem Tisch liegt ein großer Umschlag. Im Umschlag sind alte Briefe, Rechnungen und Quittungen. David möchte Ordnung machen. Dabei findet er mehrere Dokumente vom Arbeitgeber. Eines davon heißt Lohnsteuerbescheinigung. David kennt das Wort. Er hat es schon einmal gehört. Doch er weiß nicht genau, wofür er das Dokument braucht. Am Nachmittag trifft er seine Freundin Anna. Anna sagt: Hast du schon deine Steuererklärung gemacht? David antwortet: Nein. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Anna erklärt: Du musst nicht alles an einem Tag machen. Das beruhigt David. Er entscheidet sich für einen einfachen Anfang. Heute sammelt er nur die Unterlagen. Morgen schaut er auf die Zahlen. Später füllt er die Erklärung aus. Diese Reihenfolge fühlt sich machbar an. David nimmt 3 leere Ordner. Auf den ersten Ordner schreibt er Einnahmen. Auf den zweiten Ordner schreibt er Ausgaben. Auf den dritten Ordner schreibt er Finanzamt. Jetzt hat jedes Dokument einen Platz. Zweite. Was ist eine Steuererklärung? Das lange Wort lautet Steuererklärung. Höre es langsam. Steuererklärung. Das Wort besteht aus 2 Teilen. Steuer und Erklärung. In der Steuererklärung macht eine Person Angaben für das Finanzamt. Sie nennt Einnahmen. Sie nennt bestimmte Ausgaben. Sie prüft persönliche Daten. Dann wird die Erklärung abgegeben. Das Finanzamt schaut die Angaben an. Später kommt ein Steuerbescheid. David schreibt einen kurzen Satz in sein Heft. Ich bereite meine Steuererklärung vor. Dann schreibt er, ich sammle zuerst meine Unterlagen. Diese Sätze sind einfach. Sie passen gut zum Alltag. David muss heute keine komplizierten Regeln lernen. Er möchte nur verstehen, welche Schritte kommen. Erster Schritt: Unterlagen sammeln. Zweiter Schritt: Angaben eintragen. Dritter Schritt: alles prüfen. Vierter Schritt: die Erklärung senden. Fünfter Schritt: auf den Bescheid warten. David liest die 5 Schritte einmal langsam. Dann legt er den Stift zur Seite. Für heute kennt er den Weg. Dritte: das Finanzamt. Das nächste wichtige Wort ist Finanzamt. Das Finanzamt ist eine Behörde.
Dort werden Steuererklärungen bearbeitet. David bekommt manchmal Briefe vom Finanzamt. Oben auf dem Brief steht der Name der Behörde. Darunter stehen eine Adresse und ein Datum. Manchmal steht dort auch eine Steuernummer. David schaut auf einen alten Brief. Er sucht nicht sofort jede Zahl. Zuerst prüft er nur 3 Dinge. Ist sein Name richtig? Ist seine Adresse richtig? Von welchem Finanzamt kommt der Brief? Alle 3 Angaben stimmen. David legt den Brief in den Ordner Finanzamt. Ein nützlicher Satz lautet: Ich habe einen Brief vom Finanzamt bekommen. Eine Frage kann sein: An wen kann ich mich bei einer Frage wenden? Eine zweite Frage lautet: Können Sie mir diesen Punkt erklären? David spricht langsam. Er macht nach jeder Frage eine kleine Pause. 4. Die Lohnsteuerbescheinigung. Jetzt nimmt David das Dokument vom Arbeitgeber. Es heißt Lohnsteuerbescheinigung. Das Wort ist lang. Darum spricht David es langsam. Lohn, Steuer, Bescheinigung. Das Dokument zeigt wichtige Daten aus dem Arbeitsjahr. Dort steht, wie viel David verdient hat. Dort stehen auch gezahlte Steuern. Der Arbeitgeber stellt dieses Dokument bereit. David prüft den Namen. Dann schaut er auf das Jahr. Es ist das richtige Jahr. Danach prüft er den Arbeitgeber. Auch dieser Name stimmt. David legt die Bescheinigung in den Ordner Einnahmen. Er sagt: Die Lohnsteuerbescheinigung kommt vom Arbeitgeber. Dann übt er eine Frage: Wo finde ich meine Lohnsteuerbescheinigung? Falls das Dokument fehlt, kann er schreiben: Könnten Sie mir die Bescheinigung bitte noch einmal schicken? Diese Sätze reichen für viele Situationen. 5. Einnahmen und Ausgaben. David öffnet sein Heft. Er schreibt 2 Wörter groß auf eine Seite. Einnahmen. Ausgaben. Einnahmen sind Geldbeträge, die eine Person bekommt. Das Gehalt ist eine Einnahme. Ausgaben sind Geldbeträge, die eine Person bezahlt. Zum Beispiel für einen Laptop oder für eine Zugfahrt. Nicht jede Ausgabe gehört automatisch in die Steuererklärung. Darum trägt David nicht einfach alles ein. Er sammelt zuerst. Später prüft er die Regeln in seiner App. Bei Unsicherheit fragt er nach. David schreibt 2 kurze Sätze. Mein Gehalt gehört zu den Einnahmen. Die Rechnung für den Laptop gehört zu den Ausgaben. Diese Sätze helfen ihm. Er versteht den Unterschied. Einnahmen kommen hinein. Ausgaben gehen hinaus. Dieses Bild ist einfach. 6. Belege sammeln. Ein wichtiges Wort ist Beleg. Ein Beleg zeigt, dass David etwas bezahlt hat. Eine Rechnung kann ein Beleg sein. Eine Quittung kann ebenfalls ein Beleg sein. Auch eine digitale Rechnung kann helfen. David öffnet eine Schublade. Dort liegen viele kleine Zettel. Einige sind alt. Einige sind kaum noch lesbar. David sortiert langsam. Zuerst sammelt er Belege für Arbeitsmittel. Dann sucht er Fahrkarten. Danach prüft er Rechnungen für Fortbildungen. Er legt nicht jede Quittung in denselben Stapel. Er bildet kleine Gruppen. Laptop und Zubehör. Fahrten zur Arbeit. Bücher und Kurse. So bleibt die Ordnung klar. Ein praktischer Satz lautet: Ich bewahre den Beleg auf. Eine passende Frage ist: Brauche ich für diese Ausgabe einen Beleg? David schreibt das Datum auf den Umschlag. Dann weiß er später, aus welchem Jahr die Unterlagen kommen.
7. Arbeitsmittel: David arbeitet oft im Homeoffice. Für seine Arbeit hat er einen Laptop gekauft. Der Laptop kann ein Arbeitsmittel sein. Ein Arbeitsmittel wird für die Arbeit benutzt. Auch ein Fachbuch kann dazu gehören. Oder ein Bürostuhl. David schaut auf die Rechnung des Laptops. Dort stehen Datum, Preis und Name des Geschäfts. Er prüft, ob die Rechnung vollständig ist. Dann speichert er eine digitale Kopie. Die Datei bekommt einen klaren Namen: Laptop-Rechnung Masmerz. So findet David sie später schnell. Er sagt, der Laptop ist ein Arbeitsmittel. Dann fragt er, kann ich diese Ausgabe angeben? David weiß, dass die genaue Antwort von den Regeln und seiner Situation abhängt. Darum rät er nicht. Er lässt die App erklären, welche Angaben nötig sind. Bei einer schwierigen Frage sucht er Beratung. 8. Fahrten zur Arbeit: David fährt mit der Bahn zur Arbeit. Manchmal fährt er auch mit dem Fahrrad. In der Steuererklärung gibt es Fragen zum Arbeitsweg. David braucht die Adresse seiner Wohnung. Er braucht auch die Adresse seines Arbeitsplatzes. Dann prüft er die Entfernung. Er trägt nicht irgendeine Zahl ein. Er schaut auf eine Karte. Danach notiert er die Arbeitstage. Urlaubstage zählen nicht als normale Arbeitstage. Krankheitstage können ebenfalls eine Rolle spielen. David nimmt seinen Kalender. Er prüft Monat für Monat. Januar, Februar, März. So entsteht langsam eine Summe. Ein nützlicher Satz lautet: Ich fahre jeden Tag zur Arbeit. Eine Frage kann sein: Welche Entfernung soll ich eintragen? David liest die Erklärung in der App. Wenn sie unklar ist, stoppt er. Dann sucht er eine einfachere Erklärung. 9. Die Steuer-App David möchte die Erklärung digital machen. Er nutzt eine Steuer-App. Die App stellt viele Fragen. Eine Frage erscheint nach der anderen. Das hilft David. Er muss nicht das ganze Formular gleichzeitig sehen. Zuerst gibt er persönliche Daten ein. Dann kommt die Arbeit. Später kommen Ausgaben. Die App zeigt grüne Haken. Ein grüner Haken bedeutet, dieser Abschnitt ist vollständig. Ein gelbes Zeichen bedeutet, hier fehlt noch etwas. David liest jede Frage langsam. Wenn ein Wort neu ist, klickt er auf Hilfe. Die Erklärung ist manchmal noch zu schwer. Dann schreibt er das Wort in sein Heft. Zum Beispiel Werbungskosten. Er sucht später eine einfache Bedeutung. David sagt, die App führt mich Schritt für Schritt. Ein zweiter Satz lautet, ich speichere meine Angaben und mache später weiter. Das ist wichtig. David muss nicht alles an einem Abend erledigen. 10. Persönliche Daten prüfen. Die App fragt nach Davids Namen. Dann nach seiner Adresse. Später nach dem Geburtsdatum. Auch die Steuernummer kann wichtig sein. David prüft jede Angabe genau. Ein falscher Buchstabe kann Probleme machen. Eine alte Adresse kann zu einem falschen Brief führen. David schaut auf seinen Ausweis. Dann vergleicht er die Schreibweise. Alles stimmt. Bei der Bankverbindung bleibt er länger. Auf dieses Konto soll eine mögliche Erstattung kommen. David prüft die Ziffern zweimal. Dann bittet er Anna, die Ziffern noch einmal zu lesen. 4 Augen sehen oft mehr als 2. Ein kurzer Satz lautet, bitte prüfen Sie meine Bankverbindung. Eine weitere Frage ist, auf welches Konto wird die Erstattung überwiesen?
11. Werbungskosten. Nun sieht David das Wort Werbungskosten. Das Wort klingt zuerst falsch. David denkt an Werbung im Fernsehen. Doch hier bedeutet es etwas anderes. Werbungskosten sind bestimmte Ausgaben rund um die Arbeit. Dazu können Arbeitsmittel gehören. Auch der Arbeitsweg kann eine Rolle spielen. Fortbildungen können ebenfalls wichtig sein. David muss nicht jede mögliche Ausgabe kennen. Er prüft nur seine eigenen Unterlagen. Laptop, Fachbuch, Fahrten, ein Kurs. Mehr braucht er in diesem Beispiel nicht. Er sagt, diese Ausgaben gehören zu meiner Arbeit. Dann fragt er, wo trage ich die Werbungskosten ein? Die App zeigt den richtigen Bereich. David trägt die Angaben langsam ein. 12. Was bedeutet absetzen? David hört oft den Satz, das kann man von der Steuer absetzen. Das Wort absetzen ist hier besonders. Es bedeutet nicht einfach Geld sofort zurückbekommen. Es bedeutet, eine bestimmte Ausgabe wird steuerlich berücksichtigt. Die genaue Wirkung kann unterschiedlich sein. David merkt sich deshalb nur eine einfache Erklärung. Ich gebe die Ausgabe in der Steuererklärung an. Das ist für A1, A2 genug. Ein nützlicher Satz lautet, kann ich diese Ausgabe angeben? Eine zweite Frage ist, welche Unterlagen brauche ich dafür? David vermeidet komplizierte Aussagen. Er sagt nicht sicher, dass jede Rechnung Geld zurückbringt. Er prüft zuerst, ob die Ausgabe passt. 13. Eine verlorene Quittung beim Sortieren entdeckt David ein Problem. Die Quittung für ein Fachbuch fehlt. Er erinnert sich an den Kauf. Doch der kleine Zettel ist nicht mehr da. David sucht in der Jackentasche, dann in der Schublade, später im Auto. Die Quittung bleibt verschwunden. David wird kurz unruhig. Dann macht er eine Pause. Er fragt sich, habe ich vielleicht digital bezahlt? Er öffnet seine E-Mails. Dort findet er die Bestellbestätigung. Auch eine Rechnung ist angehängt. David lädt die Datei herunter. Jetzt hat er wieder einen Beleg. Er speichert die Rechnung im richtigen Ordner. Ein kurzer Satz lautet, ich habe die Quittung verloren. Eine hilfreiche Frage ist, können Sie mir die Rechnung noch einmal senden? So wird aus einem Problem ein klarer nächster Schritt. 14. Ein Gespräch mit einer Beratungsstelle. David ist bei einer Frage unsicher. Er vereinbart einen Termin bei einer Beratungsstelle. Am Telefon sagt er, Guten Tag. Ich brauche Hilfe bei meiner Steuererklärung. Die Mitarbeiterin fragt, worum geht es genau? David antwortet, ich habe Fragen zu Arbeitsmitteln und Fahrten. Die Mitarbeiterin nennt einen Termin. David wiederholt die Uhrzeit. Dienstag um 10 Uhr. Ist das richtig? Die Mitarbeiterin bestätigt den Termin. Am Dienstag bringt David seine Unterlagen mit. Er hat einen Ordner. Darin liegen die Lohnsteuerbescheinigung, Rechnungen und Notizen. Die Beraterin schaut zuerst auf die Übersicht. Sie sagt, ihre Unterlagen sind gut sortiert. David zeigt die Laptop-Rechnung. Dann zeigt er die Fahrkarten. Er fragt, welche Angaben brauche ich noch? Die Beraterin erklärt die nächsten Schritte. David schreibt nur kurze Stichwörter auf. Entfernung prüfen. Arbeitstage zählen. Rechnung speichern. So bleibt die Beratung übersichtlich. 15. Die Erklärung abschicken.
Nach einigen Tagen ist die Steuererklärung fast fertig. Die App zeigt nur noch einen gelben Hinweis. David öffnet den Abschnitt. Dort fehlt ein Datum. Er schaut auf die Rechnung. Dann trägt er das Datum ein. Jetzt sind alle Abschnitte vollständig. David liest die Zusammenfassung. Er prüft Name und Adresse. Dann die Bankverbindung. Danach die Einnahmen. Zum Schluss schaut er auf die eingetragenen Ausgaben. Er macht keine schnelle Abgabe. Er wartet eine Nacht. Am nächsten Morgen prüft er alles noch einmal. Dann sendet er die Erklärung digital. Auf dem Bildschirm erscheint eine Bestätigung. David speichert die Bestätigung als PDF. Er sagt, die Steuererklärung ist abgeschickt. Danach notiert er das Datum. Jetzt beginnt die Wartezeit. 16. Auf den Steuerbescheid warten. David wartet mehrere Wochen. Nicht jeden Tag denkt er daran. Er hat die Bestätigung gespeichert. Darum weiß er, dass die Erklärung angekommen ist. Eines Morgens liegt ein Brief im Briefkasten. Der Absender ist das Finanzamt. David öffnet den Brief langsam. Oben steht Steuerbescheid. Der Steuerbescheid enthält das Ergebnis. David sieht viele Zahlen. Er schaut nicht sofort auf alles. Zuerst sucht er das Jahr, dann seinen Namen. Danach sucht er den Endbetrag. In diesem Beispiel bekommt David eine Erstattung. Das bedeutet, er bekommt Geld zurück. David liest den Betrag zweimal. Dann prüft er die Bankverbindung. Alles stimmt. 17. Erstattung und Nachzahlung, 2 Wörter, sind besonders wichtig. Erstattung und Nachzahlung. Eine Erstattung bedeutet in diesem Beispiel, David bekommt Geld zurück. Eine Nachzahlung bedeutet, David muss noch Geld zahlen. Nicht jede Steuererklärung führt zum gleichen Ergebnis. Darum wartet David auf den Bescheid. Er rät nicht vorher. Im Brief steht eine Erstattung. David freut sich. Doch er prüft trotzdem die Angaben. Er sagt, ich bekomme eine Erstattung. Dann übt er eine Frage, wann wird das Geld überwiesen? Einige Tage später sieht David die Zahlung auf seinem Bankkonto. Der Betrag stimmt mit dem Bescheid überein. 18. Den Bescheid vergleichen. David legt den Steuerbescheid neben seine Unterlagen. Er vergleicht einige Punkte. Er schaut auf die Einnahmen, dann auf die berücksichtigten Ausgaben. Eine Position ist kleiner als erwartet. David ist unsicher. Er liest die Erklärung im Bescheid. Der Satz ist lang. Darum teilt er ihn in kleine Teile. Welche Ausgabe? Welcher Betrag? Warum wurde weniger anerkannt? David markiert die Stelle. Dann schreibt er eine kurze Frage. Warum wurde dieser Betrag nicht vollständig berücksichtigt? Diese Frage ist klar. David möchte keine lange Vermutung schreiben. Er fragt nur nach dem Grund. 19. Eine Frist im Brief, im Steuerbescheid steht eine Frist. Eine Frist ist ein Zeitraum bis zu einem bestimmten Datum. David markiert das Datum sofort. Er schreibt es in den Kalender. Dann stellt er eine Erinnerung ein. So vergisst er den Termin nicht. Ein wichtiger Satz lautet, bis wann muss ich antworten? Eine zweite Frage ist, welche Frist gilt für diesen Brief? David weiß, bei Fristen darf er nicht zu lange warten. Wenn etwas unklar ist, fragt er früh. Er schiebt die Frage nicht bis zum letzten Tag. 20.
Ein Anruf beim Finanzamt. David ruft beim Finanzamt an. Eine Mitarbeiterin meldet sich. David sagt: Guten Tag. Mein Name ist David Klein. Dann nennt er sein Anliegen. Ich habe eine Frage zu meinem Steuerbescheid. Die Mitarbeiterin fragt nach der Steuernummer. David hat den Brief vor sich. Er liest die Nummer langsam vor. Danach zeigt er auf die markierte Stelle. Natürlich kann die Mitarbeiterin die Stelle nicht sehen. Darum nennt David die Seite und die Zeile. Es geht um Seite 2. Dann sagt er: Dort wurde ein Betrag nicht vollständig berücksichtigt. Die Mitarbeiterin erklärt den Grund. David bittet um eine langsamere Erklärung. Könnten Sie das bitte noch einmal langsam sagen? Danach fasst er zusammen. Der Beleg reicht also nicht für den ganzen Betrag. Ist das richtig? Die Mitarbeiterin bestätigt die Zusammenfassung. David bedankt sich. Das Gespräch bleibt kurz und sachlich. 21. Eine schriftliche Frage. Manchmal ist ein Telefonat zu schnell. Dann schreibt David lieber. Er formuliert eine kurze Nachricht. Guten Tag, ich habe eine Frage zu meinem Steuerbescheid. Es geht um die Ausgabe für den Laptop. Im Bescheid wurde ein kleinerer Betrag berücksichtigt. Könnten Sie mir den Grund bitte erklären? Vielen Dank. Freundliche Grüße, David Klein. Die Nachricht enthält nur wichtige Angaben. Thema: Dokument. Genauer Punkt. Bitte um Erklärung. David hängt keine unnötigen Dateien an. Wenn ein Beleg gebraucht wird, fügt er ihn später hinzu. 22. Elster und Online-Zugang. David hört auch das Wort Elster. Elster ist ein Online-Angebot für Steuerangelegenheiten. Das Wort steht oft auf Internetseiten oder Briefen. David muss nicht jede Funktion sofort kennen. Er beginnt mit dem Zugang. Dafür braucht er ein Konto. Er braucht auch sichere Zugangsdaten. David bewahrt das Passwort geschützt auf. Er gibt es nicht an andere Personen weiter. Bei einem Problem sagt er: Ich kann mich nicht anmelden. Oder: Ich habe meinen Zugang noch nicht aktiviert. Eine weitere Frage lautet: Wo finde ich die Nachricht vom Finanzamt? David liest jede Seite langsam. Er öffnet keine unbekannten Links aus unsicheren E-Mails. 23. Unterlagen über das Jahr sammeln. David möchte im nächsten Jahr weniger Stress haben. Darum beginnt er früh mit der Ordnung. Er erstellt einen digitalen Ordner. Der Ordner heißt Steuern. Darin gibt es 12 Unterordner. Januar bis Dezember. Jede neue Rechnung kommt sofort in den passenden Monat. Papierbelege legt David in eine kleine Box. Einmal im Monat scannt er die wichtigsten Dokumente. So geht nichts leicht verloren. David führt auch eine einfache Liste. Datum. Art der Ausgabe. Betrag. Beleg vorhanden. Diese 4 Spalten reichen ihm. Am Jahresende muss er nicht alles neu suchen. 24. Verschiedene Alltagssituationen. Im Laufe des Jahres passieren verschiedene Dinge. David kauft ein Fachbuch. Er speichert die Rechnung. David besucht einen Kurs. Er bewahrt die Teilnahmebestätigung auf. David arbeitet einige Tage zu Hause. Er notiert die Tage. David fährt zu einem beruflichen Termin. Er speichert das Ticket. David zieht in eine neue Wohnung. Er meldet die neue Adresse. David wechselt das Bankkonto.
Er prüft die neue Bankverbindung besonders genau. Jede Situation bringt eine kleine Aufgabe. David erledigt sie sofort oder schreibt eine Erinnerung. 25. Kurze Fragen für den Alltag. Jetzt hören wir wichtige Fragen. Welche Unterlagen brauche ich? Wo finde ich die Lohnsteuerbescheinigung? Ist mein Name richtig geschrieben? Stimmt meine Adresse? Welche Einnahmen muss ich eintragen? Welche Ausgaben kann ich angeben? Brauche ich dafür einen Beleg? Wo trage ich den Arbeitsweg ein? Wie viele Arbeitstage soll ich nennen? Kann ich die Rechnung digital speichern? Ist meine Bankverbindung richtig? Wann wurde die Erklärung gesendet? Ist die Bestätigung angekommen? Wann kommt der Steuerbescheid? Bekomme ich eine Erstattung? Muss ich etwas nachzahlen? Bis wann muss ich antworten? Können Sie mir den Bescheid erklären? Jede Frage passt zu einem bestimmten Schritt. 26. Kurze Antworten verstehen Frage. Welche Unterlagen brauche ich? Antwort. Beginnen Sie mit der Lohnsteuerbescheinigung. Frage. Brauche ich die Rechnung? Antwort. Bitte bewahren Sie den Beleg auf. Frage. Wo trage ich die Fahrt ein? Antwort. Öffnen Sie den Bereich Arbeitsweg. Frage. Ist die Erklärung angekommen? Antwort. Ja. Sie haben eine Bestätigung erhalten. Frage. Wann kommt der Bescheid? Antwort. Die Bearbeitung braucht noch Zeit. Frage. Was bedeutet Erstattung? Antwort. Sie bekommen Geld zurück. Frage. Was bedeutet Nachzahlung? Antwort. Sie müssen noch einen Betrag zahlen. Frage. Bis wann soll ich antworten? Antwort. Das Datum steht im Brief. David hört zuerst auf das Schlüsselwort. Beleg. Bestätigung. Bescheid. Datum. 27. Richtig oder falsch, Aussage 1. Eine Steuererklärung muss immer an einem Tag fertig sein. Falsch. David kann Schritt für Schritt arbeiten. Aussage 2. Die Lohnsteuerbescheinigung kommt vom Arbeitgeber. Richtig. Aussage 3. Eine Quittung kann ein Beleg sein. Richtig. Aussage 4. David soll jede Ausgabe ohne Prüfung eintragen. Falsch. Er prüft zuerst, ob die Angabe passt. Aussage 5. Die Bankverbindung ist für eine Erstattung wichtig. Richtig. Aussage 6. Ein Steuerbescheid enthält das Ergebnis. Richtig. Aussage 7. Erstattung und Nachzahlung bedeuten dasselbe. Falsch. Aussage 8. Eine Frist sollte man ignorieren. Falsch. Aussage 9. Eine kurze schriftliche Frage kann hilfreich sein. Richtig. Aussage 10. David bewahrt seine Unterlagen geordnet auf. Richtig. 28. Wörter in kleinen Bildern, Steuererklärung. David sieht ein digitales Formular. Finanzamt. Ein Brief liegt im Briefkasten. Lohnsteuerbescheinigung. Ein Dokument vom Arbeitgeber liegt auf dem Tisch. Einnahmen. Das Gehalt kommt auf das Konto. Ausgaben. David bezahlt einen Laptop. Beleg. Eine Rechnung wird gespeichert. Quittung. Ein kleiner Kassenzettel liegt in einer Schublade. Arbeitsmittel. David arbeitet mit seinem Laptop. Werbungskosten. Mehrere berufliche Ausgaben liegen in einem Ordner. Steuerbescheid. David öffnet einen Brief mit dem Ergebnis. Erstattung.
Geld kommt auf das Bankkonto. Nachzahlung. Ein Betrag muss noch gezahlt werden. Frist. Ein Datum steht rot im Kalender. Diese Bilder helfen beim Erinnern. 29. Eine zweite Geschichte. Ein Jahr später beginnt David früher. Schon im Januar erstellt er einen neuen Ordner. Er speichert jede berufliche Rechnung sofort. Im März kauft er ein Fachbuch. Im Mai besucht er eine Fortbildung. Im August wechselt er den Arbeitsplatz. Im Oktober zieht er um. Jede Änderung notiert er. Am Jahresende sind die Unterlagen fast vollständig. David braucht nur noch die neue Lohnsteuerbescheinigung. Als sie kommt, prüft er das Jahr und den Arbeitgeber. Dann öffnet er die Steuer-App. Viele Angaben aus dem Vorjahr sind noch gespeichert. David kontrolliert sie trotzdem. Die alte Adresse muss geändert werden. Auch der Arbeitsweg ist jetzt anders. David trägt die neuen Informationen ein. Danach prüft er die Bankverbindung. Sie ist weiterhin richtig. Dieses Mal dauert die Vorbereitung nicht lange. Die Ordnung über das Jahr hat geholfen. 30. Häufige kleine Probleme, manchmal fehlt ein Beleg. Dann sucht David nach einer digitalen Rechnung. Manchmal ist die Adresse alt. Dann meldet er die neue Adresse. Manchmal ist die Bankverbindung falsch. Dann korrigiert er die Ziffern. Manchmal versteht er eine Abkürzung nicht. Dann bittet er um eine Erklärung. Manchmal ist ein Betrag anders als erwartet. Dann vergleicht er die Unterlagen. Manchmal kommt kein Bescheid. Dann prüft er den Status oder fragt nach. Manchmal steht eine Frist im Brief. Dann trägt er das Datum sofort in den Kalender ein. Keines dieser Probleme muss mit langen Sätzen erklärt werden. 31. Langsame Sätze zum Mitsprechen. Ich bereite meine Steuererklärung vor. Ich sammle zuerst meine Unterlagen. Die Lohnsteuerbescheinigung kommt vom Arbeitgeber. Ich ordne Einnahmen und Ausgaben. Ich bewahre den Beleg auf. Die Rechnung ist digital gespeichert. Ich habe eine Frage zu den Arbeitsmitteln. Wo trage ich den Arbeitsweg ein? Ich prüfe meine Bankverbindung. Die Erklärung wurde abgeschickt. Ich habe eine Bestätigung erhalten. Der Steuerbescheid ist angekommen. Ich bekomme eine Erstattung. Ich muss eine Nachzahlung prüfen. Bis wann muss ich antworten? Können Sie das bitte langsam erklären? Ich möchte die Antwort schriftlich bekommen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. 32. 5 wichtige Regeln. Regel 1. Sammle Unterlagen früh. Regel 2. Trage nur Angaben ein, die du geprüft hast. Regel 3. Bewahre Rechnungen und Quittungen geordnet auf. Regel 4. Markiere Fristen sofort. Regel 5. Frage nach, wenn ein Punkt unklar ist. Diese Regeln sind einfach. Sie geben Sicherheit. David muss nicht jede Steuerregel selbst erklären. Er muss nur wissen, was er geprüft hat. Und er muss wissen, wo er Hilfe bekommt. Ruhiger Abschluss, langsam kommen wir zum Ende. Du hast David durch eine vollständige Alltagssituation begleitet. Er hat Unterlagen gesammelt. Er hat Einnahmen und Ausgaben geordnet. Er hat eine App benutzt. Dann hat er die Steuererklärung abgeschickt. Später kam der Steuerbescheid. David hat den Bescheid geprüft. Bei einer Frage hat er ruhig nachgefragt. Vielleicht
Erinnerst du dich an Steuererklärung? Vielleicht bleibt das Wort Beleg. Vielleicht kennst du jetzt den Satz: Können Sie mir diesen Punkt bitte erklären? Auch ein einziger Satz ist ein gutes Ergebnis. Dein Deutsch muss nicht perfekt sein. Es soll dir helfen. Du darfst langsam sprechen. Du darfst eine Frage aufschreiben. Du darfst um Wiederholung bitten. Und du darfst Hilfe suchen. Atme ruhig ein. Atme langsam wieder aus. Für heute ist genug. Bis zum nächsten Mal. 33. Wichtige Wörter mit einfachen Beispielen Steuernummer. Die Steuernummer steht auf Briefen vom Finanzamt. David liest sie langsam ab. Bei einem Anruf kann er sagen: Meine Steuernummer steht oben rechts. Die Steuer-ID ist eine persönliche Nummer. David bewahrt sie sicher auf. Wenn er sie nicht findet, fragt er nach dem richtigen Weg. Arbeitgeber. Der Arbeitgeber zahlt Davids Gehalt. Außerdem stellt er die Lohnsteuerbescheinigung bereit. Jahresgehalt. Das Jahresgehalt ist das Gehalt für ein ganzes Jahr. Die Zahl steht auf der Lohnsteuerbescheinigung. Rechnung. Eine Rechnung zeigt, was David gekauft hat. Sie enthält meist Datum, Preis und Verkäufer. Kassenzettel. Ein Kassenzettel ist ein kleiner Beleg aus einem Geschäft. David fotografiert wichtige Zettel, bevor die Schrift verblasst. Fortbildung. Eine Fortbildung hilft David im Beruf. Er bewahrt Rechnung und Teilnahmebestätigung auf. Arbeitsweg. Der Arbeitsweg führt von der Wohnung zur Arbeit. David prüft die Entfernung. Entfernung. Die Entfernung ist die Strecke zwischen zwei Orten. David trägt nicht einfach eine geschätzte Zahl ein. Arbeitstag. Ein Arbeitstag ist ein Tag, an dem David arbeitet. Urlaubstage zählt er getrennt. Homeoffice. Im Homeoffice arbeitet David zu Hause. Er notiert die Tage in seinem Kalender. Bescheid. Ein Bescheid ist ein offizieller Brief mit einer Entscheidung. David liest zuerst das Ergebnis. Bearbeitung. Bearbeitung bedeutet, dass das Finanzamt die Erklärung prüft. Das kann Zeit brauchen. Bestätigung. Nach der Abgabe bekommt David eine Bestätigung. Er speichert sie sicher. Anlage. Eine Anlage ist ein zusätzlicher Teil oder ein zusätzliches Dokument. David öffnet nur die Teile, die zu seiner Situation passen. Nachweis. Ein Nachweis zeigt, dass eine Angabe stimmt. Eine Rechnung oder eine Bescheinigung kann ein Nachweis sein. Beratung. Bei einer Beratung bekommt David Hilfe. Er bringt seine Fragen und Unterlagen mit. Termin. Für eine persönliche Beratung braucht David einen Termin. Er wiederholt Datum und Uhrzeit. Rückfrage. Eine Rückfrage stellt David, wenn eine Antwort noch nicht klar ist. Einspruch. Dieses Wort kann bei einem Steuerbescheid erscheinen. Für genaue Schritte und Fristen holt David professionelle oder offizielle Hilfe. 34. Weitere Alltagsszenen. David kauft einen Drucker für die Arbeit. Er bewahrt die Rechnung auf. Später merkt er, dass er den Drucker auch privat benutzt. Darum beschreibt er die Nutzung ehrlich. Er trägt nicht automatisch den ganzen Preis ein. Bei Unsicherheit fragt er nach. David besucht einen Sprachkurs für den Beruf. Er hat eine Rechnung. Außerdem bekommt er eine Teilnahmebestätigung. Beide Dokumente legt er zusammen. So kann er später zeigen, worum es bei dem Kurs ging. David arbeitet einige Monate an 2 Orten. Der Arbeitsweg ändert sich. Er schreibt die Zeiträume getrennt auf. Januar bis Juni.
Juli bis Dezember. So vermischt er die Strecken nicht. David bekommt einen Brief mit einer Bitte um Unterlagen. Das Finanzamt möchte einen Beleg sehen. David liest zuerst die Frist. Dann sucht er die Rechnung. Er sendet nur das angeforderte Dokument. Eine Datei lässt sich nicht öffnen. David prüft zuerst den Dateityp. Dann lädt er die Datei noch einmal herunter. Wenn es weiter nicht funktioniert, schreibt er: Ich kann das Dokument nicht öffnen. Können Sie es bitte erneut senden? David ändert seine E-Mail-Adresse. Im Portal steht noch die alte Adresse. Er aktualisiert die Daten. Danach prüft er, ob die Bestätigung ankommt. Eine Rechnung ist auf Englisch. David versteht den Preis und das Datum. Bei der genauen Einordnung ist er unsicher. Er fragt eine zuständige Stelle, bevor er die Ausgabe einträgt. David hat eine Rechnung ohne seinen Namen. Er weiß nicht, ob sie als Nachweis reicht. Statt zu raten, stellt er eine konkrete Frage. Reicht diese Rechnung als Beleg? Im Steuerbescheid steht ein Betrag von 0 Euro. David bekommt keine Erstattung. Er muss aber auch nichts nachzahlen. Er prüft das Ergebnis und legt den Bescheid ab. In einem anderen Jahr entsteht eine Nachzahlung. David liest das Zahlungsdatum. Dann prüft er die Bankverbindung des Finanzamts. Bei Unsicherheit nutzt er nur offizielle Kontaktdaten. 35. Fragen und Antworten in neuen Varianten. Wo finde ich das Jahr der Erklärung? Das Jahr steht meist oben im Formular oder im Bescheid. Was mache ich mit alten Rechnungen? Ordnen Sie sie nach Jahr und Thema. Kann ich später weiterarbeiten? Ja. Speichern Sie die Angaben, bevor Sie die App schließen. Wie erkenne ich eine fehlende Angabe? Die App zeigt oft einen Hinweis oder ein offenes Feld. Was mache ich bei einer falschen Adresse? Ändern Sie die Adresse und prüfen Sie die nächsten Briefe. Warum braucht das Finanzamt meine Bankverbindung? Dorthin kann eine Erstattung überwiesen werden. Was ist ein Nachweis? Ein Dokument, das eine Angabe unterstützt. Was bedeutet Bearbeitung? Das Finanzamt prüft die Erklärung. Kann ich eine Frage schriftlich stellen? Ja. Schreiben Sie kurz und nennen Sie den genauen Punkt. Was mache ich bei einer Frist? Notieren Sie das Datum sofort und reagieren Sie rechtzeitig. Wo finde ich Hilfe? Zum Beispiel bei offiziellen Stellen oder einer geeigneten Beratung. Soll ich schwierige Angaben raten? Nein. Prüfen Sie die Information oder fragen Sie nach. Was speichere ich nach der Abgabe? Die Erklärung und die Bestätigung. Was prüfe ich im Bescheid zuerst? Jahr, Name, Ergebnis und wichtige Beträge. Was ist eine Erstattung? Geld, das nach der Berechnung zurückgezahlt wird. 36. Längere Hörgeschichte ohne schwere Wörter. Am ersten Sonntag im Februar setzt sich David an seinen Schreibtisch. Draußen regnet es. Auf dem Tisch liegen nur 3 Dinge. Der Ordner mit den Unterlagen, der Laptop und ein Glas Wasser. David beginnt nicht mit dem Formular. Zuerst öffnet er den Ordner. Ganz oben liegt die Lohnsteuerbescheinigung. Er prüft das Jahr. Dann prüft er seinen Namen. Danach legt er das Dokument links neben den Laptop. Im zweiten Fach liegen Rechnungen. David nimmt